Tutorial-Videos sind extrem beliebt auf YouTube und anderen Social-Media-Plattformen. Egal, was du erklären oder vorführen willst, Tutorials oder How-Tos helfen dabei. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du bessere Tutorial-Videos produzieren kannst und wie du dafür sorgst, dass sie auch gesehen werden. Bevor wir loslegen, möchte ich einmal darauf schauen, was Tutorial-Videos eigentlich sind. Egal, ob du lernen willst, wie man einen bestimmten Make-up-Look kreiert, wie man Gitarre spielt, eine Grafiksoftware benutzt, bis hin zu der spannenden Frage, wie man bessere Tutorial-Videos produzieren kann. Was alle Tutorials gemeinsam haben, ist, dass sie ein bestimmtes Thema, eine Fertigkeit oder einen Prozess in Form einer Schritt-für-Schritt-Anleitung erklären und so anderen Menschen die Gelegenheit geben, etwas zu lernen. Die Zielsetzung ist also klar. Zuschauer wollen etwas lernen, das du erklären oder zeigen kannst. Aber wie gehst du jetzt am besten vor? Bevor du anfängst, solltest du dir 2 Fragen stellen. Wer sind die Leute, die sich das Tutorial anschauen sollen? Und was benötige ich, um mein Thema gut zu erklären? Bei der ersten Frage geht es um die Zielgruppe und darum, wie viel sie schon über dein Thema wissen. Wenn du dich an totale Anfänger richtest, musst du Infos anders aufbereiten, als wenn dein Publikum schon Vorkenntnisse hat. Denn was die einen überfordert, kann die anderen schon langweilen. Für alle weiteren Schritte ist es eine große Hilfe, wenn du dir einen typischen Vertreter deines Publikums vorstellst und dich fragst, wie würde ich dieser Person ein Thema am besten erklären? Die zweite Frage ist für deine Planung extrem wichtig. Es geht dabei darum, welche Technik oder sonstige Voraussetzungen du brauchst. Wenn du zum Beispiel ein Tutorial zu einem Software-Thema machen willst, brauchst du einen Computer, auf dem du Bildschirmaufnahmen anfertigen kannst. Wenn du aber Kochrezepte vorführen möchtest, brauchst du eine Küche, Zutaten, Kameratechnik und Licht. Und wenn deine Themen abstrakte Inhalte beinhalten, können Animationen bei der Erklärung helfen. Wenn du etwas erklären willst, ist die Tonqualität besonders wichtig. Das Thema Ton für Tutorial-Videos ist ziemlich umfangreich und wir werden es deshalb nochmal mit einem anderen Video vertiefen. Was du aber auf jeden Fall beachten solltest, unabhängig davon, mit welcher Technik du arbeitest, ist an einem ruhigen Ort ohne Hintergrundgeräusche aufzunehmen. Nicht zu laut und nicht zu leise aufzunehmen und möglichst nah an dein Mikro heranzugehen. Wenn der Ton steht, kannst du dich um das Bild kümmern. Wenn du mit Screen Capturing arbeiten willst, empfehle ich für den Anfang OBS. Die Software ist für PC und Mac verfügbar und ist kostenlos. Für den Dreh von Live-Szenen brauchst du auf jeden Fall eine Kamera. Für ganz viele Settings ist ein Stativ super hilfreich und den stärksten Qualitätssprung erreichst du durch eine gute Beleuchtung. In der Videobeschreibung verlinke ich dir ein paar geeignete Produkte für Einsteiger. Bevor du jetzt anfängst, drauf loszudrehen, überleg dir, wie du deinen Inhalt strukturieren willst und wie dein Video aufgebaut sein soll. Für dein Publikum ist es hilfreich, direkt am Anfang eines Videos zu wissen, worum es geht, und du sparst dir mit einer guten Planung Zeit beim Drehen und dem Schnitt. Je nach Thema bietet es sich an, dein Video nach Schritten oder Kapiteln zu unterteilen. Mit einem Kochrezept willst du zum Beispiel erstmal erklären, wie man den Teig mischt, bevor du die Zutaten in den Backofen schiebst. Es reicht, wenn du dir die wichtigsten Punkte aufschreibst und in eine sinnvolle Reihenfolge bringst. Das Ganze kannst du dann bei der Aufnahme vor dir liegen haben oder auf einem Bildschirm oder Teleprompter anzeigen. Natürlich kannst du auch die Texte exakt ausformulieren und dann vorlesen, zum Beispiel von einem Teleprompter. Wenn du ein Tutorial aufgenommen hast, willst du natürlich auch, dass es gesehen wird. Gerade wenn dein Kanal noch keine große Reichweite hat, ist es dafür extrem wichtig, den Plattformen zu signalisieren, worum es in deinem Video geht. Wenn du auf YouTube veröffentlichst, sind die Überschrift und die Videobeschreibung das Erste, was du anpassen solltest. Denk dabei immer aus User-Sicht, also wonach würde jemand suchen, der sich für dein Thema interessiert. Auf jeder Plattform sind außerdem Hashtags wichtig. Wenn du auf Kanalaufbau und eine Vergrößerung deiner Reichweite Wert legst, gibt es noch eine ganze Reihe an Tipps und Techniken, die du anwenden kannst, um die Sichtbarkeit zu vergrößern. Wenn du Fragen dazu hast, lass es uns wissen. Mit diesem Video hast du einen ersten Überblick darüber bekommen, wie du die Qualität deiner Tutorial-Videos verbessern kannst. Wenn du auch zu den Leuten gehörst, die Tutorials einsetzen wollen, um ihre Produkte vorzustellen und zu erklären und so Neukunden darauf aufmerksam zu machen, ist vielleicht auch unser nächstes Video interessant für dich. Darin stelle ich dir die wichtigsten Arten von Produktvideos vor,
zeige dir, für welche Produkte und Dienstleistungen sie sich besonders eignen und welche davon sich leicht selber umsetzen lassen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei MindNet. Mit Videos mehr erreichen.